Hallo, mein Name ist Alexander Heupel. Ich bin Serviceleiter bei der Firma Ott Jakob Spanntechnik GmbH in Lengenwang. Heute wollen wir uns befassen mit der Demontage und Montage eines HSK-Spannsatzes. Für die Demontage des HSK-Spannsatzes muss zuerst die Konterschraube gelöst werden. Im Anschluss kann ganz einfach der Spannkegel herausgeschraubt werden. Während ein Zangensegment nach außen gedrückt wird, können die weiteren Zangensegmente ganz einfach entnommen werden. Als nächstes entfernen wir den O-Ring von der Zugstange. Ganz einfach geht das übrigens mit unserem Picktool. Den Abstandshalter können wir mit einer Spitzzange herausziehen. Nun überprüfen wir die Abdichtung zum Federraum. Da in unserem Fall eine Dichtbuchse vorhanden ist, benötigen wir den mitgelieferten O-Ring nicht. Jetzt starten wir die eigentliche Montage des HSK-Spannsatzes. Jetzt können wir den eingefetteten Abstandshalter wieder einsetzen. Der O-Ring kann jetzt auf der Zugstange montiert werden. Alle Bauteile werden an den Funktionsflächen mit dem mitgelieferten Schmierfett eingefettet. Weitere zulässige Schmierstoffe entnehmen Sie unserer Bedienungsanleitung. Ein Vermischen sollte aber vermieden werden. Als nächstes legen wir das erste Zangensegment in die Spindel ein und zentrieren es an einem beliebigen Steg des Abstandshalters. Mit einem handelsüblichen Sechskantschlüssel und dem bereits eingelegten Zangensegment drücken wir nun den federnden Teil des Abstandshalters nach hinten. In den dadurch gewonnenen Platz können wir jetzt nacheinander die einzelnen Zangensegmente einlegen, während wir mit dem ersten Zangensegment den Abstandshalter weiterhin gedrückt halten. Alternativ können wir den Zangensatz auch ganz einfach mit unserer Montagevorrichtung einbauen. Dazu setzen wir die einzelnen Segmente in die Montagevorrichtung ein und drücken die bestückte Vorrichtung in den bereits vormontierten Abstandshalter, sodass die Segmente auf den Stegen zentriert werden. Ein Einrasten der Zangensegmente ist hörbar. Jetzt schrauben wir den Spannkegel auf die Zugstange auf. Die Konterschraube haben wir bereits eingesetzt. Nach ca. 100 Werkzeugwechseln empfehlen wir ein Nachkontern. Durch ein gespanntes Werkzeug ziehen wir mit einem Drehmomentschlüssel die Konterschraube fest. Das richtige Drehmoment entnehmen wir der Produktinformation. Zum Abschluss kontrollieren wir die Einzugskraft mit dem Powercheck von Ott Jakob.
Weitere Videos, Datenblätter, Anleitungen und mehr findet ihr auf unserer Homepage unter infothek.ott-jakob.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.